Während sie ihre Verkleidung zurechtrückte, verabschiedete sich Zhu Yingtai von ihren Eltern. Sie war stets eine pflichtbewusste Tochter gewesen, die zu Hause blieb und stickte, auf die ihre Eltern stolz waren. Obwohl an der Konfuzius-Akademie in Hangzhou nur Jungen zugelassen waren, wollte Yingtai unbedingt zur Schule gehen. Sie flehte ihre Eltern an, sie als Junge verkleidet gehen zu lassen. Und als sie ihre Entschlossenheit und ihre cleveren Verkleidungen sahen, stimmten sie zu. Sie gaben ihr jedoch erst die Erlaubnis, als sie versprach, ihre Identität geheim zu halten und auf den für sie vorgesehenen traditionellen Weg zurückzukehren. Freudig machte sich Yingtai auf nach Hangzhou. Unterwegs kam sie an eine Kreuzung und wusste nicht wohin, als ein junger Mann auf sie zukam. Ihre Blicke trafen sich und sie fühlten sich sofort miteinander verbunden. Er stellte sich als Liang Shanbo vor und sie erfuhr, dass er ihr Klassenkamerad sein würde. So gingen sie zusammen weiter und unterhielten sich angeregt. Yingtai merkte, dass sie trotz ihrer akribischen Verkleidung endlich sie selbst sein konnte. Die beiden beschlossen, ihre lange, enge Freundschaft zu feiern und schworen sich Bruderschaft. An der Akademie vertiefte sich Yingtai in Bücher und lernte mit Shanbo bis spät in die Nacht. Die beiden fühlten sich beieinander wie zu Hause. Sie teilten sich ein Zimmer, aber obwohl Shanbo sie ständig fragte, ging Yingtai immer allein ins Bad und knöpfte ihre dicken Roben bei jedem Wetter bis zum Kinn zu. Ab und zu hörte Yingtai, wie Mitschüler über ihr Verhalten tuschelten. Als die Monate zu Jahren wurden, glänzte Yingtai nach wie vor in der Schule und für sie waren ihre Vergangenheit und ihre Zukunft weit entfernt. Doch das Getuschel nahm stetig zu. Nach 3 Jahren hatte sie keine andere Wahl, als die Schule zu verlassen. Als sie sich unter Tränen verabschiedete, bat Yingtai Shanbo, sie zu besuchen. Zurück zu Hause verkündeten ihr ihre Eltern, dass die Familie Ma aus dem Nachbardorf um Erlaubnis bat, dass Yingtai ihren Sohn heiraten dürfe. Sie fanden dies passend und stimmten zu. Yingtai verbarg ihre Enttäuschung und hielt sich an die Vereinbarung. Aber als sie sich auf ein anderes, neues Leben vorbereitete, dachte sie an Shanbo. Auch er war abgelenkt, die Schule war langweilig ohne Yingtai. Als Shanbo endlich Yingtais Haus besuchte, traf er auf eine junge Frau. Er wollte gerade nach ihrem Bruder fragen, aber als sich ihre Blicke trafen, erkannte er den jungen Schüler, den er geliebt hatte. Shanbo wusste, dass er nicht ohne Yingtai leben könnte und bat sie, ihn zu heiraten. Doch Yingtai sagte ihm mit gebrochenem Herzen, dass sie bereits einem anderen versprochen sei. Shanbo war am Boden zerstört, aber er verstand, dass Yingtai sich an die Wünsche ihrer Eltern halten musste. Und so gingen sie wieder auseinander. Shanbo wurde krank und zusehends schwächer. Besorgt schickte seine Familie einen Heiratsvermittler zu den Jus. Wegen Yingtais Verlobung lehnte deren Vater den Antrag jedoch ab. Alles andere würde Schande über die Familie bringen. Shanbos Zustand verschlechterte sich zusehends und als er merkte, dass er die Hochzeit nicht mehr erleben würde, schrieb er Yingtai einen letzten Brief. Wenn Yingtai ihn liebte, solle sie auf dem Weg zur Familie Ma an seinem Grab Weihrauch entzünden. Yingtais Hochzeitstag fühlte sich dann auch wie eine Beerdigung an. Als sich die Prozession unter stürmischem Himmel durch den Ort schlängelte, hielt Yingtai vor Shanbos Grab an, entzündete Weihrauch und brachte unter Tränen Opfer dar. Plötzlich ertönte ein Donnerschlag und ein Blitz traf den Grabbau, sodass das Gestein aufbrach. Ohne zu zögern stürzte sich Yingtai hinein. Als ihre Eltern herbeieilten, um ihre Tochter zu retten, flatterten 2 Schmetterlinge aus dem Spalt. Dieses Mal hatte sich Yingtai für immer verwandelt. Endlich frei, konnte sie ewig mit Shanbo an ihrer Seite dahinschweben. Die Geschichten, die wir weitergeben, helfen uns, die Vergangenheit besser zu verstehen. Und manchmal sogar die Gegenwart. Abonniere diesen Kanal und verpasse keinen Mythos mehr.